Die DeFi Skyline ist Zeniths modernstes Uhrendesign. Ich darf euch jetzt schon den brandneuen Chronographen zeigen. Die Skyline wurde 2022 auf der 11OMH Watch Week vorgestellt und hat Zenith eine Menge Aufmerksamkeit beschert. Zur Watches and Wonders 2024 bringt die Manufaktur nun endlich Varianten mit Chronographenfunktion. Mit ihrem Gliederband am Edelstahlgehäuse mit 42 mm Durchmesser passt der neue DeFi Skyline Chronograph perfekt in den fortlaufenden Trend der Uhren mit integriertem Band. Dass es nun ein El Primero-Werk mit Chronographenfunktion in das beliebte Skyline-Gehäuse geschafft hat, macht absoluten Sinn. Das Zifferblatt des DeFi Skyline Chronographen gibt es neben der gezeigten Version in Blau außerdem noch in Weiß und Schwarz. Es ist jeweils mit eingeprägten Sternen, die an ein historisches Logo von Zenith erinnern, verziert. Darauf aufgesetzt sind polierte Stundenmarker mit Füllung aus Superluminova und der fünfeckige Zenith-Stern. Die umlaufende Minuterie wird durch eine 10-Sekunden-Skala ergänzt, an der gestoppte Zehntelsekunden abgelesen werden können. Das ist mit Hilfe des zentralen Stoppsekundenzeigers möglich, der alle 10 Sekunden eine Runde über das Zifferblatt dreht, wenn die Chronographengruppe eingeklinkt ist. Als Gegengewicht für den schnellen Zeiger wurde eine skelettierte Version des Sternenlogos gewählt. Diese schnelle Stoppsekunde wird durch eine Stoppsekunde im 60er-Format ergänzt, die sich im rechten Totalisator befindet. Gestoppte Minuten wiederum können auf dem Hilfszifferblatt über der 6 abgelesen werden. Im linken Totalisator dagegen läuft die permanente kleine Sekunde mit. Die Dreizeiger für die Chronographenfunktion sind an ihrer rot eingefärbten Spitze zu erkennen. Die Zeiger für die Zeitanzeige dagegen sind blank poliert. Da die Stoppsekunde im rechten Totalisator zur Chronographenfunktion gehört, springt auch sie bei Rückstellen über den unteren Drücker an der Gehäuseflanke auf die 0 zurück. Das Gehäuse der DeFi Skyline war mit ihrem integrierten Banddesign, wie gesagt, schon vor 2 Jahren ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Reihe. Seine 12-eckige Lünette ist dabei übrigens von der originalen Zenith DeFi aus den 1960er Jahren inspiriert und wurde auch auf das umlaufende Rehaut übertragen. Der Durchmesser des Gehäuses wächst beim Chronographen um 1 mm gegenüber der DeFi Skyline mit Dreizeigern, von 41 mm also auf 42 mm. Die Drücker an der Seite wurden besonders schön in das kantige Gehäuse integriert, da sie ähnlich aufwendig und geometrisch geformt sind. Auf der Rückseite gewährt dann noch ein Sichtfenster Einblicke in das bereits angesprochene El Primero 3600, welches wir uns gleich noch etwas genauer anschauen werden. Vorher aber noch zum Armband, das ja wirklich super im Gehäuse integriert ist. Sogar der Strichschliff der Bandhörner geht perfekt in das Gliederarmband mit polierten Phasen über. Besonders hervorzuheben ist aber auch das Schnellwechselsystem, das Zenith bei der Uhr verbaut hat. Das ermöglicht einen wirklich schnellen Wechsel auf Knopfdruck, zum Beispiel wie hier gezeigt auf das übrigens mitgelieferte Kautschukband mit Faltschließe und mit einem eingeprägten Sternenmuster, das dem des Zifferblatts entspricht. Beim Einsetzen einfach etwas abwinkeln und runterklippen, dann ist es schon fest. Nachteil des Ganzen ist allerdings, dass man bei der Uhr deswegen auf Originalbänder der Marke beschränkt ist und diese natürlich teurer als jene von Drittherstellern. Die einen hat es ratlos zurückgelassen und andere fanden es schon damals richtig cool. Die Dreizeigeruhr der DeFi Skyline polarisierte mit ihrem Sekundenzeiger, der alle 10 Sekunden eine Umdrehung auf dem Hilfszifferblatt vollführte. Das Uhrwerk, welches diese Funktion ermöglichte, war das El Primero 3620, das ich euch auch hier in der skelettierten Version bei der DeFi Skyline Skeleton zeigen kann. Das EP 3620 ist im Endeffekt aber einfach ein EP 3600, bei dem die Chronographenfunktion weggelassen wurde. Wir kennen das 3600 schon aus der Chronomaster Sport oder auch der Chronomaster Original, hier zuletzt mit der Erweiterung um einen Vollkalender, dann bezeichnet als EP 3610. Die Unruh schwingt mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bzw. 10 pro Sekunde, wodurch es möglich wird, Zehntelsekunden darzustellen, abzulesen oder sogar zu stoppen. Bei der Hemmung werden außerdem Siliziumkomponenten verwendet, um das Uhrwerk gegenüber Magnetfeldern resistent zu machen, und die Chronographenfunktion
werden über das blaue Schalt- bzw. Säulenrad gesteuert. Hier sehen wir die Übersetzung für den schnellen Stoppsekundenzeiger. Die Komponenten sind außerdem verschiedenartig mit Schliffen verziert bzw. teilweise auch aufgeraut bzw. vermutlich perlgestrahlt wie auf dem skelettierten Rotor in Sternform. Dieser übrigens versorgt die Hauptfeder bei beidseitiger Drehung mit Energie, die bei Vollaufzug für ganze 60 Stunden und das trotz der energieintensiveren Unruhefrequenz ausreicht. Unterm Strich ist das Werk ganz klar das Beste, was Zenit zu bieten hat. Technisch und funktionell ist das EP3600 eine absolute Wucht und natürlich auch die Basis für kommende und aktuelle Entwicklungen, wie beim Chronomaster Original Vollkalender. Dass man für den Namen Zenit mit seiner langen Geschichte als Chronographenexperte inzwischen einen gewissen Aufschlag bezahlt, ist klar. Was mir am El Primero 3600 aber besonders gut gefällt, ist, dass es dafür wirklich eine einzigartige Funktion und Leistung bietet. 13.900 € kostet die Neuheit inklusive Wechselarmband und ist damit etwas teurer als die anderen genannten Modelle von Zenit, die das verbaute Kaliber verwenden. Nun im Kanting-Gehäuse der DeFi Skyline mit 42 mm Durchmesser und integriertem Gliederband aus Edelstahl oder Kautschuk gibt Zenit uns eine dritte Auswahlmöglichkeit für das erstklassige Automatikwerk mit 60 Stunden Gangreserve an die Hand. Was wäre eure Wahl? Schreibt mir das in die Kommentare. In den nächsten Wochen werden hier auf dem Kanal noch weitere Reviews von Uhren folgen, die auf der Watches & Wonders vorgestellt werden. Lasst doch gerne ein Abo da, um davon nichts zu verpassen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.